Jetzt ist es also soweit. Nach Empire Earth 1 und Empire Earth 2 ist es nun an der Zeit, einen Blick auf den dritten Teil der Serie zu werfen, der vieles streicht, was an den Vorgängern Spaß gemacht hat und wiederum Dinge einführt, die einen an den Rand des Wahnsinns drängen. Empire Earth 3 ist ein Paradebeispiel dafür, wie man eine Serie mit voller Wucht gegen die Wand fährt. Doch der Reihe nach. Empire Earth 3 kam etwa 2 Jahre nach Empire Earth 2 Ende 2007 heraus, oder wie es im Spiel steht, 2.007. Entwickelt wurde es, wie schon der Vorgänger und das Add-on des ersten Teils, von Mad Dog Software. Anders als ich gedacht hatte, waren die Stainless Steel Studios nur für das allererste Empire Earth verantwortlich und haben danach mit der Serie nichts mehr zu tun gehabt. Mein kleiner Verweis auf Empire's Dawn of the Modern World im Empire Earth 2 Video war also etwas falsch platziert. Man sollte also meinen, dass die Entwickler bei Mad Dog wissen, was an ihren bisherigen Spielen Spaß macht. Dann schauen wir doch mal. Es gibt 2 Spielmodi. Zum einen die Scharmützel, bei denen man gegen die KI spielt. Dieser Modus funktionierte bei mir aber nicht so richtig, da das Spiel immer abstürzte, wenn ich eine Epoche voranschreiten wollte. Das ist eher schlecht in einem Spiel, in welchem das zum Kern dazugehört. Vielleicht ein Schutzmechanismus, damit man es nicht so lange spielt? Da das Spiel ja gerade abgestürzt ist, ein kleiner Gruß aus dem Schnitt. Eigentlich möchte ich bei solchen Videos immer die Soundtracks der Spiele drunter legen, aber der von Empire Earth 3 ist so kacke, dass ich lieber den vom ersten Teil nehme. Der klingt auch viel schöner. So, weiter geht's. Der zweite Modus funktionierte anscheinend. Zum Glück? Ja, je nachdem. Dieser heißt Weltherrschaft und ist im Prinzip der Ersatz für die Kampagnen der Vorgänger. Hier gibt es keine richtige Story, sondern eine Erde, auf der man verschiedene Provinzen einnehmen und diese rundenweise verwalten kann. Wisst ihr noch, wie man im ersten Teil seine Zivilisation in einem Baukasten mit besonderen Boni selbst zusammenstellen oder im zweiten Teil eine von über einem Dutzend Fraktionen mit ihren eigenen Vorteilen und besonderen Einheiten auswählen konnte? Tja, da wir hier Empire Earth 3 spielen, kann man passenderweise auch nur noch zwischen 3 Fraktionen wählen, dem Westen, dem Nahen Osten und dem Fernen Osten. Dass es grundsätzlich nicht schlecht sein muss, wenn man nur wenige, dafür klar unterschiedliche Fraktionen hat, haben schon andere Spiele bewiesen. Doch in einer Serie, die von sehr vielen Auswahlmöglichkeiten kommt, ist es schon eine etwas sonderbare Entscheidung. Der Rotstift wurde auch munter bei anderen Aspekten angesetzt. So muss man jetzt nur noch 2 Ressourcen sammeln: Rohstoffe und Vermögen. Wobei Sammeln zu aktiv klingt für das, was man hier tut. Man muss lediglich ein Lagerhaus in der Nähe einer Rohstoffquelle errichten und schon kommen automatisch Männchen heraus, um die Ressource zu sammeln. Man kann sie zwar anklicken, aber nicht woanders hinschicken. Gleiches passiert, wenn man einen Markt errichtet, um Vermögen durch die erscheinenden Marktkarren zu verdienen. Ich kann nur im jeweiligen Gebäude die Anzahl der Arbeiter erhöhen, sodass maximal 3 Karren und 5 Sammler die Ressourcen für mich generieren. Vorbei sind die Zeiten, in denen man seine Arbeiter umsiedeln musste, weil ein Waldstück abgeerntet war oder eine neue Ressource erschien. Die Ressourcen sind nämlich endlos. Ach ja, Forschungspunkte generieren Arbeiter im Hauptgebäude auch automatisch. Mit denen kann man im Grunde auch nichts machen, außer eine Epoche voranschreiten. Ihr erinnert euch, davon gab es in den Vorgängern insgesamt 15 Stück, von der Steinzeit bis in die Moderne. Hier sind ganze 5 übrig geblieben. Sagte ich eigentlich schon, dass hier einiges zusammengeschrumpft wurde? Wie schon gesagt, war dieses Epochenaufsteigen der Moment, in dem sich das Spiel bei mir entscheidet, auf Wiedersehen zu sagen. Ich musste für das Video also immer wieder Partien starten, bei denen meine Gegner und ich nur in einer der 5 Epochen gefangen waren. Von daher ist das der einzige Grund, weshalb ich dankbar bin, dass es nur 5 Epochen sind. Auch der restliche Aufbaupart ist sparsamer als zuvor. Es gibt etwa 1 Dutzend Gebäude, dazu gehören neben den beiden Ressourcengebäuden das Haupthaus, welches benötigt wird, um weitere Sektoren einzunehmen, ein paar Ausbildungsgebäude sowie Mauern und Türme. Das war's. Keine zivilen Verbesserungsgebäude oder Weltwunder. Gut, man kann sich denken, dass die Entwickler möglicherweise einen Fokus auf den Kampf legen wollten. Weg mit dem langweiligen Teil zu Beginn jedes Spiels und lieber direkt rein in die Action. Kann man durchaus als valide Entscheidung anerkennen, aber dann muss der Kampf auch richtig geil sein und so viel Spaß machen, dass man den Aufbauteil nicht mehr vermisst. Ist das bei Empire Earth 3 so? Naja,
Es gibt eine gute Anzahl an Einheiten mit eigenen Stärken und Schwächen, die netterweise in einem Tooltip angezeigt werden. So kann man darauf achten, dass man eine ausgewogene oder sehr auf den Gegner abgestimmte Armee hat. Dabei ist es auch wichtig zu wissen, welche Besonderheiten die 3 Fraktionen so mit sich bringen. Wie schon gesagt, gibt es den Westen, den Mittleren Osten und den Fernen Osten. Der Westen hat starke, dafür teure Einheiten. Es geht hier also vermehrt um Klasse statt Masse. Zu Beginn sind es Schwertkämpfer, Bogenschützen und Speerwerfer, später dann Robotersoldaten und große Kampfmechs. Der Nahe Osten hat keine Baumeister, die Gebäude errichten, sondern bekommt seine Bauwerke auf einem Karren und kann diese dann munter zum gewünschten Ort bewegen, um alles aufzubauen. Darüber hinaus ergibt sich dadurch die besondere Möglichkeit, alle Gebäude wieder in handliche Päckchen zu stopfen, um sie an einem anderen Ort wieder aufzubauen. Dadurch ist es im Prinzip möglich, seine Basis von Punkt A nach Punkt B zu verlegen. Da es die endlosen Ressourcen gibt, ist das aber nur in ganz seltenen Fällen überhaupt notwendig. Grundsätzlich liegt der Fokus bei den Einheiten des Nahen Ostens auf der schnellen Kavallerie. Die späteren Einheiten des Nahen Ostens sind an die bekannten Terrororganisationen aus den Golfstaaten angelehnt, mit Turban, RPG und so weiter. Und wenn sie sterben, dann explodieren sie auch gerne mal. Was hat der ferne Osten mit den Wikingern gemeinsam? Eigentlich nicht viel, doch wie in Age of Mythology dürfen bei dieser Fraktion alle Infanterieeinheiten die Gebäude errichten. Nicht nur deshalb gibt es eine große Auswahl an allen Fußsoldaten. Hier zählt wiederum Masse statt Klasse. Es werden typische Samurai-artige Einheiten zur Verfügung gestellt oder Musketenschützen und später, so komische Insekten, Alien, Biomasse-Monster, was man halt so aus dem fernen Osten kennt. Ja, eigentlich ganz gute Voraussetzungen, um in den Kämpfen gute Abwechslung und Tiefe bieten zu können. Doch die Wegfindung der Einheiten ist aus der Hölle emporgestiegen, um uns alle zu knechten. Die Einheiten bleiben an Gebäuden, Objekten in der Landschaft oder anderen Soldaten hängen. Endgegner sind dabei Brücken für jede Form von Artillerie. Ab und zu kam es vor, dass ich Truppen ausgebildet habe und einen Sammelpunkt irgendwo auf der Karte gesetzt habe. Nach einer Weile wanderte ich mit der Kamera zurück zur Basis und sah, wie einige meiner Kanonen einfach stuck waren. Ich musste sie dann babysitten, damit sie endlich an die Front kommen konnten. Hinzu kommt, dass die Zielerfassung von Feinden rummuckt. Sollte eine Einheit in der Nähe eines Gebäudes stehen, habe ich es nie hinbekommen, die Einheit zu töten, weil meine Klicks auf sie immer die Hitbox des Gebäudes erwischt haben und meine Einheiten somit immer das Haus angreifen wollten. Richtig stark. Das macht die Handhabung der Einheiten in einer Schlacht nicht gerade einfach und untergräbt das Argument, weshalb man den Aufbaupart möglicherweise gekürzt hat. Denn der Kampfpart funktioniert nicht so gut, um das wieder auszugleichen. Grafisch ist alles so, ganz in Ordnung, würde ich sagen. Alles ist in einem weniger realistischen Stil gehalten, die Proportionen der Einheiten sind insgesamt etwas rundlicher. Die Wettereffekte aus dem zweiten Teil haben sich übrigens hierher retten können. Doch anders als noch zuvor haben sie keine Auswirkung mehr auf das Spielgeschehen. Regen, Schnee oder Sturm lassen die Truppen nicht langsamer laufen oder schlechter schießen, sondern sind einfach nur grafische Effekte. Passt ins Gesamtbild, dass diese an sich nette Idee so halbwegs gekillt wurde. Und die Schatten haben den Schatten, denn die flimmern ab und zu extrem. Insbesondere am Ufer von Seen oder anderen Wasserlöchern. Das war bei mir auch schon vor Jahren der Fall, als ich das Spiel zum ersten Mal noch auf einer älteren Möhre gespielt habe. Es hat sich also nichts geändert. Apropos Wasser. Das sieht auf den ersten Blick ganz nice aus. Die Wellen schwappen munter umher und man könnte echt denken, ach, wenigstens etwas, das sie wirklich gut hingekriegt haben. Doch da hat man die Rechnung ohne die Schiffe gemacht, denn die bewegen sich so dermaßen hakelig über das blaue Nass, dass man denkt, das Game ruckelt. Aber nein, das scheint wohl genauso abgesegnet worden zu sein. Zudem läuft hier die schlechte Wegfindung zu absoluten Höchstleistungen auf. Nicht nur, dass die Schiffe wild umherdriften, um die Richtung zu wechseln,
Sollte ein Hindernis oder der Rand der Karte erreicht sein, wird sich auch mal munter teleportiert. Dass hier gesagt wurde, ja, das ist gut genug, um das Spiel so zu veröffentlichen, sagt viel über die allgemeine Haltung dem Spiel gegenüber aus. Das Allerschlimmste an Empire Earth 3 habe ich aber bisher noch nicht erwähnt, weil ich es mir für den krönenden Abschluss aufbewahren wollte. Die Sprüche der Einheiten. Junge, die sagen zwar ab und zu auch normale Sachen wie Schritt halten, aber die meiste Zeit sind alle Einheiten durch die Bank weg damit beschäftigt, krampfhaft lustig zu sein. Seien es die tumpen Baumeister, Entschuldigung, gerade Loch in Hand bohren. Autsch. Ich hol Drehdingens mit scharfer Kante. der Mac, der irgendwelche fiktiven Werbesprüche von sich gibt, Ja, Verbraucher? Ibubene Laxapekia, die echte Wunderdroge. Lade deinen Kern auf mit Megacorps. Vielen Dank für den Auftrag. Tötet 99% des Haushaltsabschaums. Garantiert. oder Meine Kreatur und ich sind mehr als bereit. oder ihr solltet mich mal unter meiner Rüstung sehen. oder. Meine Karriere ist gleich auf der Spitze. Es gibt so viele Kacksprüche, dass sie mir in kürzester Zeit den letzten Nerv geraubt haben. Ich finde es mal ganz okay und lustig, wenn Einheiten nach mehrfachen Anklicken mal einen Spruch raushauen. Aber dauerhaft, bei jedem Klick, und dann sind die Sachen nicht mal lustig. Hättest du dein Falafel aufgegessen, wärst du auch so stark. Ich glaube, ich habe die Karten zum Naseputzen genommen. Sollen wir es mal wieder auf die Spitze treiben? Wenn mein Bauch voll Reiswein ist, werfe ich weiter. Meine Mami hat geschrieben. Ich spreng die Lanze ins Lot, dann bin ich fast der Lanzelot. Abergläubisch? Quatsch, ich bin super, aber gläubig. Keine Teepausen? Das ist unmenschlich. Starrt nicht ständig auf meinen Hintern. Ich würde ja salutieren, aber mein Handgelenk tut weh. Ja, ich bin ein echtes Kunstwerk. Was willst du? Dass ihr alle die Schnauze haltet. Wobei, selbst wenn sie beim ersten Mal zum Schmunzeln anregen, wenn man denselben Gag während einer Partie dutzende Male zu hören kriegt, wird selbst der letzte Mario Barth-Fan seinen Mundwinkel nicht mehr nach oben bewegen. Und dann stellt euch vor, ihr spielt so einen ganzen Welteroberungsfeldzug. Der ist übrigens auch nicht so der Rede wert. Man kann da irgendwie global strategisch agieren, aber am Ende läuft alles darauf hinaus, dass man wieder auf einer Karte seine kleine Basis aufbaut und entweder alle Gegner darauf platt macht oder davon überzeugt, ein Verbündeter zu werden. Ich bin ehrlich, da alles an dem Spiel so mäßig ist, habe ich es auch nicht lange ausgehalten. Es ist faszinierend zu sehen, wie die Entwickler es geschafft haben, alles Gute aus einer Spielereihe zu entfernen und ein Paket aus mittelgeilen Sachen zusammenzuschnüren, das weder die Stärken der Vorgänger durch eigene innovative Ideen ausgleicht, noch ansatzweise einem Konkurrenten auf dem Markt gefährlich werden konnte. Empire Earth 1 war ein wahnsinnig tolles Spiel, das ich heute noch gerne spiele. Empire Earth 2 hatte zu viele neue Ideen, war aber dennoch ein gutes Spiel und macht auf seine Art und Weise Spaß. Empire Earth 3 ist der traurige Abschluss einer Serie, die einen würdigeren dritten Teil verdient gehabt hätte. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Entwickler das alles nicht mit böser Absicht getan haben, doch letztendlich haben sie mit diesem Haufen Software Empire Earth als Spielereihe begraben. Und das ist traurig. Musik ist meine Medizin. Ah, und ich dachte, ich hätte einen schlechten Tag.